Heute OnlyFans. Stopp, natürlich nicht. Nein. Es geht natürlich um Lüfter. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian und wir machen es heute kühl. Wir haben heute 13 Lüfter in diesem Video, oder Ventilatoren oder wie immer du das nennen magst. Denn da draußen sind über 35 Grad und mein Lüfter steht gerade da. Also ich muss jetzt schnell fertig werden mit dem Video, damit ich mich wieder abkühlen kann. Übrigens, du kannst natürlich wie immer etwas gewinnen, und zwar Werkzeug. Aus einem Pool von Werkzeug kannst du dir deinen Gewinn aussuchen. Das ist doch der Hammer. Du musst nichts weiter machen, außer einfach unter diesem Video zu kommentieren und schon bist du in der Verlosung. Verlosungsbedingungen, den Pool, wie läuft das Ganze ab, findest du bei uns auf der Webseite. Wir schauen uns heute Akkuventilatoren deiner Hersteller an, denn wir haben heute Makita, Metabo, Dewalt, Bosch Grün in dem Fall, Bosch DIY, wir haben Flex, Ryobi und Milwaukee da. Und wir wollen rausbekommen, was ist der richtige für dich, denn so einfach ist das gar nicht. Denn ich muss sagen, ich habe die alle mal ausprobiert und ich habe mir angeschaut, welcher passt für meine Bedürfnisse. Und deswegen haben wir verschiedene Dinge gemessen. Wir haben Nummer 1 gemessen, wie laut ist das Ganze. Nummer 2, wie viel Luftstrom bekommst du denn. Nummer 3, wie weit reicht der Luftstrom denn eigentlich? Dann gucken wir uns die einzelnen Geräte auch nochmal an und schauen wirklich, was ist der richtige für dich und für dein Akkusystem. Normalerweise würden wir jetzt durchgehen, welche Geräte haben wir, wie teuer und so weiter. Machen wir nicht, viel zu viele Geräte. Wir gehen die einzelnen Geräte jetzt Schritt für Schritt durch. Als kleinen Service haben wir für dich Folgendes gemacht, und zwar haben wir Kapitelmarken eingeführt. Das heißt, du kannst zu der Marke hinspringen, die dich am meisten interessiert. Mein Tipp wäre aber, schau dir das ganze Video an, denn hier gibt es einige Geheimtipps unter den Herstellern, die du vielleicht nicht auf dem Plan hast. Wie zum Beispiel den auch, aber ein anderes Gerät da vorne ist nämlich meine absolute Liebling. Wir fangen mit Makita an und das sind eigentlich fast die vielseitigsten Geräte schon, die wir hier haben. Aber lass uns mal schauen, warum. Bei den Geräten ist es so, dass wir bei allen im Grunde dasselbe machen können. Und zwar, erstmal, wir können sie ein- und ausschalten. Ja? Dann ist immer die Voreinstellung vom letzten Mal wieder da. Dann können wir hier die Geschwindigkeit auswählen. Dann können wir sagen, wie lange soll er laufen. Und zwar in der Stufe 1, 2, 3, 4, also eine Stufe, 2 Stunden oder 4 Stunden. Und das kann der, das können die alle. Zusätzlich können Sie auch alle schwenken. Das heißt, wir können automatisch von rechts nach links schwenken, machen das auch so lange, bis wie du es möchtest. Die Zeitvorwahl brauchst du nicht, dann machen Sie es so lange, bis der Akku leer ist. Ja? Apropos Akku, nochmal ein Hinweis, je schneller du ihn drehen lässt, umso schneller wird der Akku natürlich leer. So, wichtig ist bei dem hier noch, du kannst aber auch vorwählen, einfach soll nach oben oder soll schräg nach oben und dann dort, und du lässt es nicht drehen, dann behält er das Ganze natürlich bei. So, wichtig ist gerade bei dem Gerät hier, das würde ich nicht kaufen. Warum? Bei dem Gerät ist es so, das kostet 100 €. Dieses Gerät hier kostet 130 € und der Aufpreis hier von 30 € ist es auf jeden Fall wert. Aber lass uns erstmal bei dem hier bleiben. Wir haben hier ein 18 Volt Gerät, hier vorne kommt der Akku rein. Ja. Moment, so, hier können wir einfach reintun, haben hier die Einstellungsmöglichkeiten, haben schön breiten Standfuß. Wenn wir auf der Rückseite schauen, sehen wir hier, wir haben hier eine Stromversorgung. Also wir können das Ganze auch extern mit Strom versorgen, und zwar bei allen entsprechenden Geräten von Makita, die wir hier haben. Ja? Lass uns aber mal über das Thema Leistung sprechen. Hier ist es so, dass wir Folgendes gemacht haben. Wir haben mit diesem Gerät hier den Luftstrom gemessen. Das heißt, welche Windgeschwindigkeit haben wir entsprechend bei den einzelnen Geräten. Und da unterscheiden sie sich denn doch ganz schön, je nachdem wie groß und wie leistungsstark sie sind. Wichtig ist, wir haben das hier gemessen auf der höchsten Stufe. Das heißt, wir haben wirklich gesagt, maximale Stufe, 2 Meter Abstand, was kommt denn dort bei dir an? Und da war es hier so, dass wir noch 8,4 km/h Windgeschwindigkeit hatten. So, auf 2 Meter Entfernung. Das ist schon ordentlich, aber es wird auch ordentlich laut. Denn mit 54 Dezibel hört man das Ganze schon, dann doch schon im Hintergrund. Aber es schreit dich nicht an. Zusätzlich haben wir unser Flatterband mal genommen, haben geguckt, wie weit trägt es denn dieses Flatterband, um es mal zu visualisieren, wie stark ist der Luftstrom auch gebündelt in deine Richtung. Und hier kommen wir nur auf 1 Meter. Also nur bei 1 Meter ist das Band gehalten worden, danach fiel es runter. Warum sollst du es nicht kaufen? Ganz einfach, weil für 30 € mehr kaufst du bitte den. Genau den hier. Was du hier sehen wirst, ist Folgendes. Da ist eine ganze Menge Staub drauf. Warum? Das ist mein Lüfter. Das ist mein Lüfter, der immer bei jedem Videodreh genau hier neben mir steht. Den seht ihr nur nie. Und der läuft immer auf folgenden Einstellungen. Und zwar Stufe 1, sonst gar nichts. Weil bei Stufe 1 passiert Folgendes. Das ist so leise. Ich mache den auch mal an. Und ihr werdet dann hören, ihr hört den kaum. Und in dem Moment, wenn er hier unten steht, ja, hier unten neben mir, zack, bumm,
steht er da, weg ist er und ist relativ leise, kann doch einen schönen Luftstrom machen und macht richtig Spaß für mich. Also dadurch, dass er groß ist, schafft er auch viel Luft in deine Richtung. Er hat zwar auch nur 8,6 km/h auf 2 Meter, aber dafür einen breiteren Strom. Das heißt also nicht nur dein Arm wird getroffen, sondern der ganze Körper, mal so als Beispiel. Ja? Wir haben hier auch eine etwas niedrige Lautstärke mit 49 Dezibel und der ist eigentlich kaum hörbar auf der Stufe 1. Wichtig ist, 49 Dezibel ist auf der höchsten Stufe. Ja? Das ist auf der kleinsten Stufe annähernd nicht hörbar. Kannst du hinstellen, stört nicht. Mega Teil. Dann haben wir hier die anderen beiden von Makita. Und zwar haben wir erstmal den kleinen. Ganz wichtig, wir haben hier ein 12 Volt Gerät. Und exakt dasselbe Gerät haben wir nochmal als 18 Volt. Ansonsten unterscheiden die sich gar nicht. Was bei denen nochmal wichtig ist, du hast hier eine Stativaufnahme, aber sonst hast du hier sonst nichts weiter groß. Ja, die anderen haben hier ganz andere Aufnahmen nochmal. Und hier hast du auch 0,6 Meter nur, die das Flatterband nach vorne getragen wurde. Du hattest 2,5 km/h nur noch eine Windgeschwindigkeit, die wir hier gemessen haben mit dem kleinen. Auf 2 Meter, das ist natürlich deutlich weniger als die anderen beiden. Aber es ist natürlich auch kleiner, ja? Völlig logisch. Und wir haben hier so um die 50 Dezibel, also auch relativ leise. Wir machen den mal aus. Da wird sich der Kameramann zwar nicht freuen, aber so ist es halt. Machen den mal an, nur dass ihr es mal auch einmal gehört habt. Höchste Stufe, ihr hört das ja auch ein bisschen jetzt mit. Wir gehen mal runter auf die kleinste. Man hört das schon. Ja? Für euch ist eine Sache wichtig. Wenn ihr Folgendes habt, je kleiner ein Lüfter ist, umso lauter ist er in der Regel, weil um irgendwie Luftstrom hinzubekommen, muss er natürlich dann trotzdem sich schneller drehen. Das heißt, wenn du so einen großen hast wie den hier, dann kannst du auch meistens Folgendes machen, einen relativ hohen Luftstrom, also viel Luft bewegt wird und trotzdem kann er im Verhältnis etwas runtertakten und ist dementsprechend relativ leiser. Jetzt kommen wir zu Metabo, ganz neues Gerät, aber jetzt erst einmal stelle ich mir meinen Lüfter erstmal wieder hier unten hin. Es ist schon echt eine ganz andere Sache. So, der von Metabo hier, wir haben hier so ein klassisches Design. Ich mag das. Ich finde das richtig schön, weil da ist kein Schnörkel, kein gar nichts, da ist auch wenig Kunststoff dran. Finde ich eine geniale Sache. Du kannst den hier lösen, dann auch irgendwo in irgendeine Richtung einstellen, wieder festziehen und dann bleibt er da auch. Du kannst natürlich jetzt hier das auch machen, aber so ist es ein bisschen angenehmer. Ja? So, dann haben wir Folgendes, ja, massiven Standfuß, auch hier unten mit einem Stativgewinde. Du kannst ihn ja auch aufhängen, siehst du ja hier auch, da hast du nochmal einige Möglichkeiten. Du kannst ihn auch sicherlich irgendwo in ein Gerüst reintun oder. Auf der Rückseite hier haben wir das Bedienfeld, was ich nicht optimal finde im Verhältnis zu einigen anderen Geräten, weil hier können wir es einstellen auf Stufe 1, 2 und 3. Wenn wir nochmal drücken, geht er aber nicht aus, sondern zum Ausmachen muss ich etwas länger drücken. Und in Summe, ich finde das alles okay, ist ein schönes Gerät, ich mag das Gerät auch, aber die Bedienung finde ich im Verhältnis ein bisschen fummelig, im Verhältnis zu den anderen Geräten. Es geht, ist alles gar kein Problem. Lautstärke ist ein Thema. Und zwar, hier sind wir auf der lautesten Stufe auf 54 Dezibel, auf der kleinsten Stufe sind wir aber auch nicht. Es ist zwar leise, aber es ist auch nicht super leise. Ich sag mal so, für Nachttisch ist das kein Gerät. Kommen wir zu Dewalt. Hier ist es so, von den Messwerten sind wir sehr nah bei Metabo, wo das Gerät kleiner ist. Wir haben 1 Meter Flatterband, wir haben 10 km/h auf 2 Meter und wir haben irgendwo zwischen 50 und 57 Dezibel, die wir gemessen haben auf der lautesten Stufe. Was ich genial finde ist, man kann es auch wirklich leise einstellen. Das heißt, ich stelle es hier mal wirklich ein, nur ganz leise. Und das stört nicht. Das ist also auf jeden Fall so, dass du noch ohne Probleme ein Gespräch führen kannst, dass du dabei auch arbeiten kannst oder. Du kannst natürlich auch auf volle Pulle hochdrehen und das hier nahezu stufenlos. Du kannst es genau für dich einjustieren. Ich finde das deutlich besser, als wenn du in der Stufe 1, 2 und 3 hast. Also wenn, dann wären so 5, 6 Stufen zumindest ganz okay. Du kannst das Gerät selber hier so nicht einstellen, sondern nur so einstellen. Finde ich eine gute Sache, aber das kann man fast stufenlos machen. Du hast hier noch die Möglichkeit, das Ganze über die Haken irgendwo hinzuhängen. Du kannst es aber auch festmachen an der Wand, hier mit Schrauben und dann dir dahin einstellen,
wo du es haben möchtest. Ich finde, es ist ein cooles Gerät und sehr flexibel. Bosch Grün, Bosch DIY. Bei uns eigentlich ein Exot, weil wir erst in letzter Zeit so immer mehr Bosch Grün, Bosch DIY mit dazu nehmen. Das Gerät selber hier für 77 € finde ich ziemlich cool, weil es hat einige Funktionen. Aber eine Sache möchte ich vorher noch mal sagen, und zwar alle Geräte, die wir haben, kannst du natürlich auch bei GoTools kaufen und vor allem alle sind im ehrlichen Preisvergleich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn du das richtige Gerät für dich brauchst, GoTools ist da auf jeden Fall die richtige Ansprechpartner genau dafür. So, und jetzt gerade im Sommer auch verfügbar. Jetzt schauen wir mal hier drauf. Wir haben hier Folgendes, wir können das Gerät anmachen, dann sehen wir hier den Akkustand, wie voll ist der Akku denn auch und wir können es ganz fein einstellen, so wie wir es haben wollen. Nicht gerastert, nicht gar nicht. Ja? Und das Geniale ist, wir stellen es nicht mal runter. Die kleinste Stufe. Das ist schon wirklich leise. Was ich schade finde, ist so ein leichtes Klackern. Hört mal. Ganz leises Klackern hört man dann schon. Wir werden noch ein Gerät haben, was das nicht hat und was absolut genial ist. Ich muss aber eine Sache auch sagen. Bei dem ist es so, wir haben davon 3 Stück. 2 davon sind annähernd geräuschlos, so wie der. Der dritte klackert. Der ist so ein ganz leichter Unwucht. Das ist ein bisschen schade. Aber in der Regel ist das nicht wichtig. So, bei dem Gerät ist es so, wir können es von vorne bedienen, alles gut. Akku wird von hinten hier eingesetzt. Können wir hier also einfach rausnehmen. Gut geschützt hier. Wenn wir von hinten drauf sind, sehen wir auch hier, wir haben hier den entsprechenden Haken, die wir auch drehen können, um es irgendwo festzumachen. Und dann gucken wir jetzt nochmal von unten, rein damit. Von unten haben wir hier eine kleine Stativaufnahme und auch für die Möglichkeit, das an der Wand festzumachen. Ich finde, Preis-Leistung passt. Kommen wir zu einem besonders flexiblen Gerät, den wir haben hier von Flex. Kann man hier auch wunderbar einstellen. Hier auch 18 Volt. Was ich schön finde ist, der Akku wird so eingesteckt, dass du von vorne jederzeit zumindest gucken kannst, wie voll ist der Akku denn eigentlich. Auch hier die Einstellung machst du an und dann kommst du leise und langsam höher. Du kannst es stufenlos einstellen. Was wir hier auch haben ist so ein ganz leichtes, also ein Eigenklackern. Interessant ist Folgendes, hier ist es so, dass die Lüfterräder so eine Abrisskante haben, so eine gezackte Abrisskante und dadurch ist es so, dass es glaube ich, etwas leiser sein soll. Ja, finde ich super spannend, was heutzutage alles gemacht wird. Ansonsten hast du übrigens so einen Tragegriff, den die anderen beiden Geräte hier auch schon hatten. Ja, kannst du bitte schön so tragen. Du hast hier aber noch Folgendes, und so auf der Rückseite hast du so eine Haken, die kannst du rausklappen, um das irgendwo festzumachen, ja, irgendwo im Gerüst oder sonst wo festzumachen. Unten drunter hast du übrigens 2 Stativaufnahmen und für Schraubenaufnahmen. Also das kriegst du wirklich überall fest, das Gerät. Ich finde es richtig cool und vor allem, ich mag diese stufenlose Einstellung einfach. Im Grunde muss man sagen, das Ding hier taugt überhaupt nichts. Was ein Stück Schrott. Aber ganz im Gegenteil, wir haben hier ein Gerät für 27 €. Warum ein Stück Schrott? Ganz einfach, weil es nur 20 cm die Luft bewegen kann, also das Flatterband hält, weil es nur 2,8 km/h noch auf 2 Meter hat und so weiter und so fort. Aber dafür ist es auch nicht gemacht, sondern es ist wirklich für den Nahbereich. Und dafür ist es wirklich cool, weil du hast hier echt so ein ganz kleines Gerät hier für 27 €. Machst du einfach nur einen Akku drauf, der ist dann auch der Standfuß. Du hast hier eine Klemme, kannst das festklemmen irgendwo hier, im Gerüst oder sonst was. Und dann hast du hier auch wirklich nur Stufe 1 und Stufe 2. Du kannst das noch irgendwo hin einstellen, wo du es haben willst. Super flexibel, super günstig, ein richtig geniales Gerät. Kommen wir zum nächsten, eine Nummer größer von Ryobi. Hinten ist der Akku dran. Hier hast du leider nur 3 Möglichkeiten, das einzustellen. Interessant ist Folgendes, du gehst zuerst auf Stufe 3 und dann regelst du es runter. Normalerweise bist du es ja gewohnt, 1, 2, 3, höchste Stufe ist das letzte, aber hier ist es genau andersrum. Irgendwie witzig ist es auch mal so rum zu betrachten. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze mal einzustellen. Alles super. Wenn wir uns das anschauen, von unten keinen klassischen Stativfuß, sondern einen anderen Fuß. Ich sage einfach mal erstmal einen anderen Fuß. Wir haben keine weiteren Klemmen machen und tun. Wir haben natürlich hier die Möglichkeit, das irgendwie so einzuhaken, aber das war es auch schon. Von der Leistung her ist er auch etwas schwächer als die anderen Geräte, aber dementsprechend auch günstiger. Mit 65 € irgendwo so im mittleren Segment, wenn du im Akkusystem bist, aber ein solider Lüfter. Also zumindest aus Filmen kennt ihr genau eine Sache, und zwar diese Boote, mit denen die irgendwo in Florida durch diese Sümpfe da durchfahren, wo hinten ein riesiger Ventilator drauf ist oder auch 2 und damit losfahren. Wenn man das Ding vor sich stehen hat, denkt man wirklich, wow, das ist genau das und genau dafür ist es gemacht. Aber nein. Und ich muss wirklich sagen, das Gerät ist wirklich genial, weil du hast hier hinten
die Möglichkeit erstmal hier, das auf 1, 2, 3 einzustellen. Machen wir gleich wieder aus. Und dann siehst du aber auch eine riesige Fläche. Und das Ding macht Wind. Wenn du irgendwo einen größeren Raum hast, möchtest deine Luft raussaugen, irgendwas reinblasen, ist das dein Ding. Zum Beispiel, du hast einen Raum, in dem du Schleifs machst, tust nicht so gut absaugen kannst und möchtest das alles mal durchs Fenster auch rausbringen, ist das hier wirklich dein Ding, weil der schafft unendliche Mengen an Luft in kurzer Zeit raus. Deswegen ist es aber auch ein bisschen lauter auf der höchsten Stufe, der fast 70 Dezibel. Da passiert schon einiges. Wir machen es auch mal an. Da ist was los. Ich muss sagen, ich mag Lautstärke ja gar nicht, aber dem verzeihe ich alles, weil er einfach genial aussieht und so viel Luft transportiert. Er war auch der das Flatterband am längsten gehalten hat, deutlich über 2 Meter sogar. Und das Flatterband stand. Dadurch seht ihr, was für eine Menge an Luft hier wirklich transportiert wird. Und ja, er kostet 380 €, aber ich bin der Meinung, das Teil hier ist jeden Euro wert. Und eine Sache sage ich dir, der verlässt mein Studio nicht mehr. Jetzt kommen wir zu einem absoluten Kracher von Milwaukee. Das Ding ist so gut, das musst du dir anschauen. Du hast Nummer 1 hier hinten den Akku dran, du hast aber auch eine externe Stromversorgung. Einfach ran, Akkus alle kannst du betreiben. Können ja viele andere Geräte nicht. Dann hast du hier Folgendes, und zwar, du kannst hier vorne das Gerät einschalten und auf der kleinsten Stufe ist das einfach mal fast unhörbar. Keiner ist so leise wie der. Natürlich macht er jetzt nicht noch 3 Meter weit Luft, aber stellst du dir irgendwo hin, um so ein bisschen Luftstrom zu haben und du möchtest es nicht hören, dich nervt das alles, wenn es so laut ist, ist das dein Gerät. Selbst wenn du ihn ein bisschen höher dreht. Du hörst ihn einfach nicht. Das ist so, das ist unfassbar geil. So, also ich finde es wirklich genial. Dann hier vorne, Kenner kennen das, und zwar können wir das Gerät mit Packout verbinden. Das heißt, du hast einen Packout-Koffer, kannst einfach oben drauf klicken und er steht dort stabil. Und das alles zusammen machen den hier für mich zu einem absoluten Geheimtipp. Zumindest für die, die ein bisschen empfindlich sind und sagen, das brauche ich auch mal richtig leise. Das letzte hier ist nochmal was Besonderes, und zwar ein 12-Volt-Gerät. Milwaukee ist dafür ja bekannt, dass es super viele 12-Volt-Geräte hat. Auch hier ganz klassisch, wir können das einstellen, haben hier unseren 12-Volt-Akku, haben hier unsere ganz klassischen 3 Stufen. Ja, ist dadurch auch nicht so leise wie die anderen Geräte. Hier auf Stufe 1 gut hörbar, aber okay für die Baustelle auf jeden Fall. Zusätzlich haben wir hier die Möglichkeit, das hier rauszuziehen und das irgendwo festzumachen oder festzuklemmen. Und wir haben hier auch Magnete dran. Das heißt, wenn du irgendwo eine Metalloberfläche hast, kannst du auch einfach rantun, zum Beispiel auf irgendein Gerüst oder irgendwas, wo du eine halbwegs gerade Fläche hast, oder auch deinen Werkstattwagen. Kommen wir zum Fazit. Wenn du Geräte haben möchtest, wo du einen Timer einstellen möchtest oder die auch von rechts nach links oder von links nach rechts wählen, dann kannst du nur Makita nehmen. Ich bin der Meinung, der große hier ist ein absoluter Must-Have, wenn du im Bereich Makita unterwegs bist. Dann musst du den wirklich kaufen. Wenn du natürlich sagst, du brauchst was sehr Kleines, Kompaktes, sind die anderen 3 hier auch ziemlich cool. Hier habe ich euch ja schon erzählt, alles sehr, sehr geniale Geräte. Ich finde den hier wirklich cool, so im Nahbereich, wenn du sagst, irgendwo du bist eine Leiter und du möchtest hier irgendwas bauen und es ist so warm und du möchtest hier irgendwo dich beschallen, sage ich jetzt schon, beziehungsweise die Luft auf dich rauf tun, ist das hier wirklich genial. Der große hier für mich, die Erkenntnis des Tages, ja, den kann ich nur empfehlen, wenn es um wirklich große Räume, Volumen geht. Wenn du einen Raum hast, du lackierst irgendwo was, die Luft muss raus oder, ist das hier wirklich genial. Hat natürlich auch seinen Preis und seine Lautstärke. Für mich total überraschend war das Gerät hier, weil das kannst du theoretisch auf deinen Nachttisch stellen, kannst dabei schlafen, wirst dabei ganz leicht angeblasen, mit einem ganz leichten Wind, und das ist eigentlich unhörbar. Du machst jetzt mal Folgendes, du schreibst unten in die Kommentare, was ist dein Liebling, welchen findest du am besten? Denk auch noch an das Gewinnspiel, und solange kann ich nur noch sagen, ich hoffe, es ist nicht so heiß bei euch, ran an den Lüfter und bis zum nächsten Mal.